So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben in der letzten Folge hoffentlich den letzten Fall von Mycroft mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen. Ich hatte ein paar Anfangsschwierigkeiten und in der heutigen Folge werden wir uns nun zu unserem Anwesen begeben und haben dort schon die Überraschung vom guten Werner, nehme ich mal an. Oh wow, kann ich das wieder zumachen? Wow. Ah, und eine Sirene. In Skelettform. Auf einem Stein. What a bizarre object, and yet oddly familiar. Ja. Oh. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and Oh, super. artifacts. Oh I nein. think I can find it in the manor. Sherlock. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. I'm an adult now. Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the interpersonal as the international. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you. Soll ich denn ein schlechtes Gewissen haben? Just look at this Ja, thing. okay. It's huge. Okay. Wir reden einfach gar nicht drüber. Ach, der Sherlock ist wie ich. Einfach alles verträgen. Da sind wir die Meister da drin. Okay. Ja. Oh, the room looks nice now. It's comforting to see the way it was meant to be. Ja gut, die Strapsen hätten wir wenigstens weglegen können, ne? Also die Strapsen. Ihr wisst, was ich meine. Halt, ne? Die. Oh, wie heißen das? Die Gurte. Mutter zog es immer My vor. mother always preferred to spend her rare moments of lucidity with me. That's true. She even stopped Mycroft from joining you. Remember? I do. He didn't show it, but he was upset. I think Mother paid more attention to me because I was younger.
Ein Moment des Glücks vor dem Spiegel. In denselben Momenten, in denen Sherrys Mutter bei klarem Verstand war, wollte sie immer Zeit mit ihm verbringen. Eines Tages stieß sie zu uns, als wir uns gerade zum Spielen bereit machten, half uns vor dem Spiegel beim Auftragen von Bühnenschminke. Michael wollte sich zu uns gesellen, doch sie war dagegen. Er ließ sich zwar nichts anmerken, aber ich weiß, dass er deswegen aufgebracht war. Violet schenkte Sherry stets mehr Aufmerksamkeit, weil er jünger war. Das ist halt schon gemein, ne? Das muss ich ehrlich sagen, finde ich gemein. Das, ja, finde ich wirklich gemein. Auch wenn ich Michael jetzt nicht unbedingt leiden kann. Er wird auch seine Motive haben, aber naja. Oh, guck mal, die Pyramiden von Gizeh. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Holz gerade glatt. I remember returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Weiblich, Fischwanz It was a geheimnisvoll. giant aquarium with a living mermaid in it. Impossible. It must have been something else. Ach so. Brocken, Skelett, Felsen. Oh, of course. That mortifying hoax presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Und die Frage, wer? Familienmitglied weiblich, die It was my Mutter. mother. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Werkzeug, Glas, Beobachtung. I Eine inspected Lupe. it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Leute, laute Stimmen, Arbeiter. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Yay! Oh Gott, will ich ja wirklich schreien? Ich will nicht dort rein. Ich will wirklich nicht dort rein. Ah yes, my mother's studio. She was an authenticator and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. What does it matter if some artifact is real or not? It still exists. Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. Ein Elch So we mit tried to Fangzähnen. persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. One of the most ridiculous fakes I ever saw. Its owner insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. Es gibt wirklich Eisbären. Kuschelig dicke. I remember this cozy blanket. It was perfect for a... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. Oh ja. Watkinson and Holman Chapter 1. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace Dioram. Oh, Mycroft. He always acts so serious, but then reads tripe like this. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Ich finde das irgendwie richtig gruselig, ne? Hier, guck mal. Ah.
Brief von einem Richter, sehr geehrter Mr. Holmes, für Ihre Unterstützung bei meiner jüngsten persönlichen Angelegenheit bin ich Ihnen zu tiefstem Dank verpflichtet. Ich schaudere bei dem Gedanken daran, was alles hätte passieren können, wenn ich Ihr gutes Auge und Ihr scharfer Verstand gewesen wäre. Seien Sie versichert, dass Sie es, sollten sich unsere Wege wieder kreuzen, mit einem zutiefst dankbaren Freund zu tun haben werden. Ehrenwerter Richter McDougall. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Officer Luciano J. Placido. Oh, Placebo. Krass. Reliable and driven. I recognize Mycroft's handwriting. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. I remember we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Ah, Sherry. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Mr. Mycroft Holmes, gerichtliche Vorladung. Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass das Gerichtsverfahren gegen Dr. Otto Richter in der Sache Todesfall Mrs. Violet Holmes unter der Leitung des ehrenwerten Richter McDougall stattfinden wird. Ihrem Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit wurde stattgegeben. Zusätzlich möchten wir Sie darüber in Kenntnis setzen, dass die Anklage in der Verhandlung gegen Dr. Richter Sie als Hauptzeuge angegeben hat. Sie haben sich zu dem unzeitigen angegebenen Zeitpunkt am Strafgericht Cordone einzufinden. Tja. A full collection. It's somehow so satisfying. Warte mal. Früher Morgen Schritte. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Männlich Uniform. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Landschaft hängt schief. The painting on the wall was slightly atilt. He stopped and straightened it. Holzscheitefeuer knistern. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... Almost as good as mine. Almost as good as mine. A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Hey! Tada! Oh, ich freue mich schon, diesen Raum fertigzustellen. We made it. So what's there? Oh, eine Flasche Wein. Single malt whiskey. Mycroft's favorite. Gifted by Queen Victoria herself. Was? Geschenk der Queen eine halbvolle Flasche eines edlen Single Malt Whiskys, Mycrofts Lieblingswhisky. Wir fanden die Flasche in einer verschlossenen Schreibtischschublade im Kuriositätenkabinett, zusammen mit zahlreichen wichtigen Dokumenten. Erwähnenswert ist, dass es sich offenbar um ein Geschenk ihrer Majestät König Victoria höchst selbst handelt. Otto Richter.
This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Mycrofts Nachforschungen. Otto Richter ist 45 Jahre alt und entstammt einer angesehenen Familie aus Bern in der Schweiz, unverheiratet, kinderlos. Praktizierender Arzt mit einem Abschluss der Universität Genf in der Schweiz. Die Promotion hat sich um ein Jahr verzögert, da es bei einem Praktikum zu einem kleineren Skandal gekommen war. Seine Eltern starben 1863 an Cholera. Sein Halbbruder Klaus, 35 Jahre alt, ist der einzige verbliebene Verwandte. Der aktuelle Aufenthaltsort von Klaus Richter ist nicht bekannt. Zuletzt wurde er auf Cordona gesehen. Oh Gottes Willen. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Ich möchte sehr gerne die Akte über Otto Richter sehen. Würde gerne wissen, ob meine Vermutung sich bestätigt. This photo caused a lot of fuss. My mother spent some time to prove it was a fake. 1852, Bingley, West Yorkshire. I'm not sure I want to hear its horrifying, inhuman howl again. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. Ja, schön. Super. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. The full plate armor of Sir Robert Swanford. I was told my father won it in a wager. Armour is armour, but look at his sword. Oh, how badly I wanted to wield the blade. Maybe you take it instead of your pistol. Nein. Was haben wir hier? Otto Richters private Aufzeichnungen. Mrs. Holmes ist eine höchst interessante Patientin und eine ideale Testperson, um einige meiner Theorien zu überprüfen. Ich werde versuchen, sie wiederholt in die traumatische Situation zu versetzen, die ihre geistige Krankheit vorherging. Ich wusste es einfach. Ich habe es gesagt. Ich bin überzeugt davon, dass ein erneutes Erleben dieses Momentes ihrem Verstand die Gelegenheit verschaffen wird, das Geschehene zu akzeptieren. In letzter Instanz wird sich ihr Geist auf diese Weise selbst heilen. Zudem ist es ein Glücksfall für mich, Zeit mit der Familie Holmes verbringen zu können. Vielleicht kann ich so die Vererbbarkeit von psychischen Eigenschaften, gleich ob Stärken oder Schwächen, untersuchen. Ich kann jetzt bereits feststellen, dass alle Familienmitglieder eine ungewöhnliche hohe Intelligenz aufweisen. Offenbar hat der Zustand von Mrs. Holmes auch bei ihrem jüngsten Sohn Sherlock etwas ausgelöst. Aufgrund des Schutzverhaltens des älteren Sohnes kann ich zwar keine ordentliche medizinische Untersuchung durchführen, doch es hatte den Anschein, dass der Junge an anhaltenden Halluzinationen in Form eines imaginären Freundes, den er Jon nennt, leidet. Das war klar. Zerrissenes Diplom, ein zerrissenes Diplom, das sich im Kuriositätenkabinett fand. Jemand hat es absichtlich zerrissen. Nachdem ich das Video zusammengesetzt hatte, konnte ich es übersetzen. Im Namen der Universität Genf in der Schweiz bestätigen wir die Rektoratsmitglieder der Universität, dass Herr Otto Richter die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen erfolgreich bestanden hat und verleihen ihm den Titel des Doktors der Medizin mit allen Rechten und Pflichten, die damit einhergehen. Clearly, it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. Na, wahrscheinlich Mycroft, weil er dann einfach mitbekommen hat, dass seine Mutter einfach ein Experiment gewesen ist, um Theorien von Dr. Otto Richter zu bestätigen. Hätte ich wahrscheinlich nicht anders gemacht. The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. Also, ich glaube, also was heißt jeder? Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann es nachvollziehen, warum Mycroft eventuell so gehandelt haben könnte. Und hat das Diplom zerrissen, was ja eigentlich wirklich etwas Wichtiges ist für denjenigen. Aber ich glaube, wenn man wirklich jemanden verliert, den man liebt und dann mitbekommt, dass derjenige einfach nur ausgenutzt worden ist, beziehungsweise in den Tod getrieben worden ist, ich glaube, da würde ich nicht nur das Diplom zerreißen, ganz ehrlich. Ich habe zwar moralischen Kompass, ne? Aber wenn es sie nicht geben würde, sondern in diesem Spiel hätte ich schon viel schlimmere Sachen mit Dr. Otto Richter angestellt, wenn es meine Mutter gewesen wäre. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Wahrscheinlich Mycroft.
Brief von Otto Richters Bruder. Lieber Bruder, wie ich gehört habe, bist du vor kurzem auf Cordona eingetroffen. Hast du schon versucht, Zeit für einen Besuch zu finden? Mir fehlen unsere anregenden Gespräche, auch wenn wir niemals einer Meinung waren. Auf Cordona gibt es eine sehenswürdige neue Kunstgalerie, in die ich jeden Donnerstag gehe. Treffen wir uns doch am besten dort. Oh, und frag nicht nach Klaus, den Namen benutze ich nicht mehr. I'm starting to remember something. Und was? Alte, leider oberstes I Regal. used this ladder to look at the top shelf, right? On the day of Mother's breakdown upstairs. Right you are, Sherry. Große Artefakt, schlechte Sicht. We heard a noise. I can't recall of exactly what. And we didn't have a great view from behind the statue. Dr. Richters Bücher wackelig Books and aufgetürmt. papers from the table somehow ended up on the floor. Now it's coming to the surface. I feel it. Oh nein. Na, die Leiter war ja da, ne? Und die haben sich versteckt. Nee. Ja, oder? You're not even trying, Sherry. Dann Concentrate. dann war das doch keine Leiter. Come on, Sherry. Let's go outside. Wait. Did you hear that? Come here, Sherry. You call this progress? Charlatan, amateur. I'm not letting you anywhere near my mother again. So there was a quarrel between them. Ein sonderbares Gespräch. Es geschah kurz nach dem Vorfall im Badezimmer am 9. April. Sherry wollte im Kuriositätenkabinett mit Artefakten spielen und natürlich begleitete ich ihn. Dort wurden wir dann unfreiwillige Zeuge eines hitzigen Gesprächs zwischen Mycroft und Otto Richter. Sherrys Bruder war aufgebracht. Er war sich sicher, dass Dr. Richter seine Mutter falsch behandelt hatte und sich dies nun zeigte. Er nannte Dr. Richter einen Scharlatan. Oh. I heard a noise in the hall. Let's check it out. Sherry, look! We've got a parcel here. Wir sollten vielleicht Hurry up and let's see what's inside. anfangen, unsere Haustüre abzuschließen. Werner Vogels Einladung, lieber Mr. Holmes. Ich erwarte Sie auf Kurt Monchos Anwesen in der Turquoise LN gegenüber der Abtei von Cordona im nördlichen Teil von Grand Seray. Kommen Sie unverzüglich. Sollten Sie keine Zeit haben, müssen Sie trotzdem unbedingt kommen. Ihr treuer Freund W.V. Ich sende Ihnen auch das passende Kostüm, damit Sie ohne Schwierigkeiten hineinkommen. Ich hoffe, die Größe stimmt. An invitation that comes with a mask. We can't miss this, Sherry. Oh ja, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns darum kümmern, Opferlamm. Da bin ich mal gespannt, was uns in diesem Fall alles erwarten wird. Ich hoffe, ihr auch. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, ob wir noch etwas über Dr. Richters Anhörung, vor allen Dingen wie der Gerichtsfall, die Anhörung ausgegangen ist, erfahren werden. Wie gesagt, ich kann Mycrofts Wut sehr verstehen. Und ich gehe mal davon aus, dass er das Diplom zerrissen hat. Und wie gesagt, ich würde noch andere Sachen machen, wenn ich die Möglichkeiten hätte und in einer fiktiven Welt leben würde, muss ich dazu sagen. Mein moralischer Kompass würde das nicht zulassen.
Aber ich glaube, ich würde dieser Person verbal einiges um die Ohren schlagen, sodass diese in psychologische Betreuung gehen müsste. Aber ja, es ist zum Glück alles nur Fiktion. Und dann, ja, bin ich mal gespannt, was das Opferland für uns bereitet. Ich hoffe, ihr auch und dass wir zur nächsten Folge wiedersehen werden.